Ich bin jedes Jahr aufs Neue überrascht, erstaunt und nicht selten auch erschrocken, wenn im temperaturmäßig gefühlten Hochsommer plötzlich die ersten Weihnachtsleckereien in den Supermarktregalen zu finden sind. Es kommt immer wieder vor, dass ich in der Sonne schwitze und meine Mutter mir ein Foto schickt von den ersten Lebkuchen und Dominosteinen. Und irgendwie fühlt sich das immer ein bisschen wie eine verkehrte Welt für mich an. Für mich persönlich startet die Vorweihnachtszeit immer erst mit oder auch nach meinem Geburtstag. Ich habe Ende November Geburtstag und da bleibt auch noch genug Zeit, eigentlich eben genau die 4 Wochen, um die Vorweihnachtszeit zu erleben, zu genießen und einzutauchen. Es ist glücklicherweise nicht so, dass ich mit meinem Geburtstag die Vorweihnachtszeit an sich verkürzen würde. Und so bin ich auch ganz in Frieden mit diesem Ritual, das sich hier so eingeschlichen hat und fühle mich dadurch überhaupt nicht begrenzt, sondern eher als eine gewisse Rhythmik und Dynamik, die sich immer im Jahr wiederholt und mich so ein bisschen auch durch das Jahr und durch diese Jahreszeit trägt. Manchmal fällt mein Geburtstag auf ein paar Tage vor dem ersten Advent. Und es kam auch schon vor, dass ich direkt auf dem ersten Advent Geburtstag hatte. Ich meine, es war letztes Jahr so. Und dieses Jahr habe ich direkt einen Tag nach dem ersten Advent Geburtstag. Mich mit meinem Geburtstag nicht sehr beschäftigt habe, ist mir erst Anfang dieser Woche aufgefallen, wenn ich erst nach meinem Geburtstag mit den Weihnachtsvorbereitungen beginne, dann verpasse ich den ersten Advent. Und das möchte ich auf keinen Fall. So arg und dominant ist mein Bedürfnis, erst nach meinem Geburtstag zu beginnen, dann doch nicht. Also habe ich mich überwinden müssen, mir Zeit nehmen wollen, nicht müssen, sondern wollen und mich ein wenig in Vorweihnachtsstimmung versetzen lassen. Und manchmal habe ich meine Geburtstage oder einen Teil meines Geburtstags damit verbracht, eine vorweihnachtliche oder weihnachtliche Aktivität zu machen. Letztes Jahr habe ich mit einer Freundin ein wenig dekoriert und das war ein sehr lustiges und schönes Erlebnis und ein schöner Auftakt in die Vorweihnachtszeit. Und an anderen Geburtstagen schlendere ich mit Freunden über den Weihnachtsmarkt und hauche mir so schon die ersten Vorweihnachtsgefühle ein. Dieses Jahr habe ich also vorher jetzt schon das ein bisschen wachrufen wollen, um vorbereitet zu sein und den ersten Advent auch als solchen begehen und genießen zu können. Es war also schon ein bisschen komisch, Dekorationssachen rauszuholen und sich in die richtige Stimmung zu bringen. Und natürlich gab es auch den ein oder anderen Gedanken von, ich bin gar nicht in Weihnachtsstimmung und vielleicht mache ich dieses Jahr ja weniger. Aber gerade für dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, die Vorweihnachtszeit so richtig zu zelebrieren. Gar nicht so sehr im Außen mit besonders viel Dekoration oder Äußerlichkeiten, sondern vielmehr
ganz tief in meinem Inneren. In den letzten Jahren stand die Welt Kopf und auch dieses Jahr steht sie ein Stück weit immer noch Kopf. Eine andere Thematik, andere Probleme, aber nicht kleinere Probleme. Und da die Vorweihnachtsstimmung hervorzuholen und wachzurufen, ist oftmals wirklich nicht so einfach. Und in den letzten Jahren haben wir das nicht so richtig geschafft und aber auch den Fokus nicht darauf gesetzt. Wir waren eher bereit zu sagen, dieses Jahr ist uns nicht so sehr danach. Wir halten es klein und nächstes Jahr machen wir es wieder schön. Aber das kam jetzt schon einige Jahre, einige Weihnachtsfeste so vor und ich habe mir nach dem letzten Weihnachtsfest fest vorgenommen, dieses Jahr zu genießen, trotz aller Widrigkeiten, die sein mögen, denn die Weihnachtszeit kann uns auch sehr viel Kraft und Halt und sehr viel Gutes für das kommende Jahr geben, so wie der ganze Winter. Und das dürfen wir für uns nutzen, auch wenn uns nicht so grundsätzlich weihnachtlich zumute ist. Insofern habe ich mich dazu freien und fröhlichsten Herzens entschlossen, diese Vorweihnachtsvorbereitungen auch zu nutzen, um Weihnachtsgefühle in mir zu wecken und diese ganz tief verborgenen Gefühle anzustupsen. Denn genau darum geht es ja in der Vorweihnachts- und Weihnachtszeit. Hallo ihr Lieben. Ja, meine letzte Woche, sie war sehr kalt. Wir hatten hier einen plötzlichen, aber ganz schön krassen Wintereinbruch. Ein paar Tage ist es tagsüber nicht in den Plusbereich gestiegen, sondern ist im Minusbereich geblieben. Das wirklich sehr plötzlich. Dann eine Woche vorher hatten wir noch so warmen Sonnenschein, dass man gut mit einem T-Shirt sitzen konnte. Ja, und es hat auch sogar 2 oder 3 Mal ein bisschen geschneit. Zwar nur kleine Flöckchen und sie sind natürlich auch nicht liegen geblieben. Sie waren, ehe sie unten waren, eigentlich auch schon wieder weg. Aber irgendwie hat es halt doch geschneit. Und das ist immer sehr schön. Ich mag Schnee total, aber es schneit halt leider hier oben irgendwie so gut wie nie. Und wenn, dann ist es auch sofort wieder weg oder ist dann eher so ein Schneematsch oder so. Also immer so ein bisschen doof. Umso mehr habe ich mich gefreut, dass zumindest so ein kleines bisschen runterkam. Natürlich war es aber auch kalt und das ist auch sehr angenehm. Meine Kamera rutscht irgendwie aus unerklärlichen Gründen. Genau, das war einerseits auch total angenehm, weil es echt schön ist, dann nach Hause zu kommen und sich einzukuscheln und mit einem warmen Tee zu versorgen, dicke Strickjacke und Socken an und meine dicken Haussocken, die ich so sehr liebe. Ja schon, aber es war sehr, sehr plötzlich und ich hatte ja schon in einem meiner vorigen Videos erzählt, dass ich irgendwie mit der Kälte noch nicht so klarkomme dieses Jahr, weil mir auch irgendwie noch so ein bisschen Sommer fehlte und ja, dieser plötzliche Kälteeinbruch hat aber tatsächlich irgendwie durch die Bank weg hier bei allen für, oh Gott, mir ist so fürchterlich kalt gesorgt. Und ich habe mich in dieser Woche ganz besonders mit dem Thema Wärme beschäftigt. Ich habe überlegt, welches Highlight ich hier mit euch als Highlight teile und das ist mir schwer gefallen. Ich hätte da so 3 und möchte mich ja immer auf eines beschränken und ja, das fand ich gar nicht so einfach, habe mich aber am Ende für das Thema Wärme entschieden, denn das ist irgendwie das, was bei allen 3 so mitschwang. Ich hatte eine rhythmische Massage jetzt in dieser Woche und die war eines der Highlights, das ich sonst für euch nennen wollte, denn so war es auch. Ich habe noch lange im Nachhinein davon gezerrt. Ich habe mich viele Tage vorher schon drauf gefreut. Eine rhythmische Massage ist etwas anderes als eine ganz normale Massage. Googelt es gern mal, wenn ihr da mehr von wissen wollt. Ich glaube, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen.
und nimmt den ganzen Stoffwechsel mit und macht grundlegend etwas mit dem ganzen Organismus, nicht nur mit den Muskeln, die da gerade irgendwie massiert werden. Darum geht es gar nicht. Es geht nicht so sehr darum, irgendwelche Muskeln zu massieren und weich zu machen, sondern eben wirklich den ganzen Organismus anzuregen oder auszugleichen oder zu beruhigen oder was auch immer. Und an dem Tag war es gerade unglaublich kalt und ich erzählte ihr, dass ich nicht so recht warm wurde und sie meinte, ja, sie kümmert sich mal darum. Und mir war tatsächlich von dem Tag an dann wirklich warm. Sogar so warm, dass mir im Laufe des Tages an diesem sehr kalten Tag oftmals warm war und ich dann irgendwie den Schal abwickeln wollte oder den Pulli ausziehen wollte. Und das ist geblieben. Also seitdem habe ich jetzt ein gutes Wärmeempfinden, einfach angemessen. Es ist kalt draußen noch immer, aber es ist in Ordnung. Es ist wirklich in Ordnung. Es ist nicht mehr dieses bitter, böse Frieren. Das war eines der Highlights, die ich eigentlich hier nennen wollte, weil es immer wieder wunderbar ist, das selbst zu erleben. Ich weiß, dass es funktioniert. Das sind meine Steckenpferde. Da bin ich zu Hause in diesen Bereichen, in denen wir uns Gutes tun, uns heilen können oder unterstützen können. Das ist für mich nichts Neues, aber es am eigenen Leib so krass zu erfahren, ist immer wieder für mich faszinierend und macht mich immer wieder sehr ehrfürchtig gegenüber unserem eigenen Körper, aber auch den Methoden, mit denen wir ihm was Gutes tun können. Ja, was aber damit schwingt, ist das Thema Wärme. Und ich habe mich in dieser Woche sehr viel mit dem Thema Wärme beschäftigt, denn das ist ja gerade auch ein großes Thema hier so mit Energiekrise und wir sollen nicht so viel heizen und so. Und da habe ich auch für mich ausgelotet, wie ist es denn so? Ich habe auch mal geschaut und festgestellt, dass unser Zuhause dieses Jahr komischerweise mehr auskühlt als die anderen Jahre. Ich habe erst gedacht, das würde ich mir einbilden, aber es ist tatsächlich so. Die Quelle ist noch nicht gefunden. So hat mich das Thema Wärme und Kälte sehr beschäftigt in dieser Zeit. Und auch die Frage, inwieweit wir im Inneren Wärme erzeugen können, die nicht von der Raumtemperatur und der Heizung oder so etwas abhängt. Auch das hat mich sehr beschäftigt und ich habe festgestellt, wie wohltuend es sein kann, auf eine Kerze zu blicken und in einem ziemlich kalten Raum einfach nur eine Kerze zu entzünden. Natürlich macht es den Raum nicht warm, aber irgendwas in mir drin wärmt mich. Und mit Atemtechniken habe ich mich auch gewärmt und festgestellt, wie sehr mein Körper da in Wallungen kommen kann. Und das waren sehr interessante Erfahrungen, die ich da gemacht habe und habe mich einfach intensiv mit dem Thema Wärme und Kälte auseinandergesetzt und weiß irgendwie gerade Wärme auch deutlich mehr zu schätzen auf eine Art. Das ist jetzt gar nicht unbedingt ausgelöst durch die Energiekrise und die Aufforderung, nicht zu heizen, sondern auch vor allem durch mein eigenes Kälteempfinden, das ich vorher hatte, das dann durch die Massage gelöst wurde, wie sehr mich ein warmer Tee durchwärmt und wie ich festgestellt habe, dass ich an diesen Tagen einfach gar kein normales kaltes Wasser trinken mag, sondern am liebsten wirklich warmes Wasser oder auch Tee. Diese ganzen Bedürfnisse und das im Körper ganz genau herauszufinden, das hat mich begleitet und so war das Thema Wärme ein großes Thema und natürlich auch ganz viel Wärme im Herzen, die man jetzt eben nicht mit einem Thermometer messen kann. Auch da habe ich mich sehr mit beschäftigt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir eure Gedanken dazu dalassen mögt, wie es euch so ist und was ihr dazu denkt. Und ich mag die ganzen Themen hier nicht einzeln nochmal so groß ausbreiten, denn dann würde dieses Video hier am Ende viel zu lang werden. Deswegen reiße ich das immer nur so an, aber lasst uns gerne in einen Austausch treten. Entweder hier in die Kommentare oder bei Instagram oder schreibt mir auch eine private Nachricht. Das macht ihr immer gern. Ist auch in Ordnung, mag ich auch, freue ich mich auch total drüber. Lasst uns gerne in einen Austausch treten und das Thema Wärme ein bisschen besprechen. Ich hoffe, ihr tragt ganz, ganz viel Wärme im Herzen. Ich gebe euch noch eine kleine Portion. Macht es ganz gut und wir sehen uns hier nächste Woche wieder. Tschüss!